Mir ist sehr wichtig, dass wir KI-Systeme entwickeln und dann auch in die Anwendung bringen, die zum Wohle der Menschheit sind, groß gesagt, also gemeinwohlorientierte Systeme. Was ich aktuell aber sehe, sind Geschäftsmodelle, die eher negative Effekte auf unser Zusammenleben, auf unsere Bildung, vielleicht sogar auf Demokratie haben. Entsprechend glaube ich, brauchen wir sehr viele Anstrengungen, den Bereich Lernen über KI weiter in unser Bildungssystem, aber auch in die breite Bevölkerung zu tragen. Als KI-Forscherin entwickle ich KI-Methoden, etwa im Bereich der erklärbaren künstlichen Intelligenz. Und zum anderen nutze ich Erkenntnisse aus der kognitiven Psychologie, um Mensch-KI-Schnittstellen sinnvoll zu gestalten, so dass sie wirklich Menschen helfen, menschliche Kontrolle und Aufsicht über KI-Systeme zu behalten. Dadurch, dass ich meinen Fokus ja vor allem auf der Methodik habe ich relativ vielfältige Anwendungsbereiche. Ein großer Anwendungsbereich ist tatsächlich die bildbasierte medizinische Diagnostik. Gerade da ist es ja sehr relevant, dass Medizinerinnen und Mediziner nicht verführt werden, den Ausgaben von KI-Systemen überzuvertrauen. Ein anderer Bereich, der mir sehr am Herzen liegt, ist Nutzung von KI-Methodik und erklärbarer KI im Bereich Nachhaltigkeit. Dann habe ich als dritten Bereich, vor allem weil ich ja auch das KMU-KI-Erfahrungszentrum leite, einen großen Bereich KI-Methoden in der industriellen Produktion. Und im Bildungsbereich haben wir einen relativ breiten Blick auf viele Zielgruppen, die aktuell auch erfreulicherweise durch verschiedene Drittmittelförderungen unterlegt sind, sodass wir da auch richtig viele Materialien und Workshop-Formate, Spiele entwickeln können. Ich muss zugeben, dass mir intelligente Tutorsysteme, kurz ITS, für die Grundschule am meisten Spaß machen. Ich möchte eben Wissen so vermitteln, dass Verständnis aufgebaut wird, Bewertungskompetenz, Problemlösetransfer, nicht vorsagen, nicht vorrechnen, sondern eine gezielte Hilfe geben, dass eben komplexere Problemlöseschemata aufgebaut werden und ein Kind, das das dann kann, tatsächlich auch bei neuen Aufgaben in der Lage ist, das Problem richtig zu lösen. Wenn ich nur die reine Nutzungskompetenz vermittle, eben in einem Prompting-Workshop, dann habe ich relativ geringe Halbwertszeit an Wissen und es fehlt mir auch die Reflexion. Entsprechend nehme ich sehr gerne das Darkstuhl-Dreieck, das eben sagt, Bildung in der digitalen Welt sollte immer 3 Perspektiven berücksichtigen. Wie funktioniert das? Wie nutze ich das? Und wie wirkt das? Was ich sehr gerne mache, ist tatsächlich live kommunizieren, vortragen und dann diskutieren mit Menschen vor Ort. Neben solchen Vorträgen für verschiedene Anlässe gebe ich auch ganz gezielt Lehrkräftefortbildungen. Und dann kommen natürlich die ganzen anderen Medien ins Spiel. Interviews für Zeitschriften, für Rundfunk. Und natürlich dann das Schreiben, das Selberschreiben für ein breites Publikum. Ich finde Netzwerke sehr wichtig, gerade auch im akademischen Umfeld. Und ich engagiere mich gerne in ganz verschiedenen Arten von Netzwerken und in zahlreichen wissenschaftlichen Beiräten, um den digitalen Wandel mitzugestalten. Immer auch mit dem Blick auf, was macht es mit Gesellschaft. Was mir wichtig ist, ist, dass wir einen breiten demokratischen Diskurs führen können, wie wir in Zukunft mit KI leben, lernen, arbeiten, pflegen, gesund bleiben wollen, ja, unsere Demokratie fördern wollen. Und ich glaube, da braucht es viel Aufklärung. Und das ist meine Motivation.